Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt sehen Sie schon eines unserer Reispapiere, was wir heute zeigen. Eine wunderschöne Villa, könnte man dazu sagen, eingerahmt von Kletterrosen. Wir haben sie ein bisschen mit dem goldenen Konturenstift nochmal so ein paar Linien hervorgehoben und das Ganze in unseren neuen DIY-Rahmen. Daneben gibt es noch das zweite, sage ich jetzt mal, Gartenpavillon, ebenfalls mit den Rosen. Also darum geht es heute, einmal um die neuen Reispapiere, guten Abend, und einmal um das Papierset Nautical. Beides werden wir Ihnen heute ausführlich vorstellen und ein paar verschiedene Tipps noch geben, wie man was arbeiten kann. Wir fangen heute ein bisschen anders an, und zwar fangen wir heute mit dem an, was wir verlosen. Und das haben wir mal aufgebaut mit zwei kleinen Kistchen, ebenfalls mit dem Reispapier. Und zwar gibt es die Hasenmama mit den zwei Kindern, gibt es heute zweimal. Und daneben die Hasenmama mit dem Kuchen in der Hand gibt es ebenfalls zweimal. Wir machen das so, dass die ersten zwei kriegt die Hasenmama mit dem Kuchen und die anderen zwei kriegen die Hasenmama mit dem Buch. So. Das gibt es heute passend zu Ostern, und wie Sie sehen auch, wie die farblich fantastisch zu den Reispapieren passen, die wir auch heute noch zeigen. Und hier die Dosen, da haben wir auch noch ein bisschen unsere Goldtransfers drauf. Wie das geht, wie wir das machen, zeigen wir heute alles ausführlich. So. Leider sind wir heute immer noch ohne Eike, also nochmal ganz liebe Grüße von hier an unsere Eike. Die ist leider immer noch krank, aber wir hoffen, dass sie bald wiederkommt. Das bedeutet, dass wir natürlich heute wieder versuchen, alle Fragen, was die Sabine, also alle Fragen mir hier reingibt. Und ich bedanke mich jetzt schon wieder im Voraus für unsere Kunden, die dann auch im Chat teilweise helfen und also Eikes Arbeit ein bisschen mit übernehmen und den neuen Kunden oder den anderen Kunden ein oder zwei Artikelnummern mit bekannt geben. Vielen Dank. Dann möchte ich noch in eigener Sache mich bedanken. Ich möchte aber jetzt keinen Namen nennen, aber die Dame weiß bestimmt Bescheid. Ich hoffe, dass sie zuguckt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diesen traumhaft schönen Blumenstrauß und für die ganz, ganz liebe Karte, die ich bekommen habe. Also nicht der im Bild jetzt. Hä? Nicht der im Bild. Also nicht der hier. Was? Ja, alles gut. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Nach Hause ist ein wunderschöner Blumenstrauß gekommen mit einer ganz, ganz lieben Karte. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. So. Jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir, ich weiß jetzt nicht, jetzt zeigt der Sam, glaube ich, noch mal ein Layout mit den Rahmen. Vielleicht können Sie sich erinnern, das war dieser Hintergrund, den ich gemacht habe letztes Mal im Livestream, wo ich das Schiff hier in die Mitte gesetzt habe. Und jetzt habe ich einfach das ein bisschen weiß übermalt und das Reispapier und den Rahmen, den hatte ich auch noch, den Rahmen dazu gemacht. Ich fand das da einfach so toll aus, und dann dachte ich, kombinieren wir das Ganze, und so kann man dann manchmal auch bestimmte Dinge ein- oder zweimal benutzen. Jetzt gehen wir weiter, und zwar weiter zu den Reispapieren, und diese Reispapiere sind auf Schilder. Und zwar gibt es jetzt neue Schilder hier, die möchte ich Ihnen gerade hier noch zeigen. Dieses Schild, das kennen Sie ja, das ist einer Ihrer Lieblinge, das ist wieder da. Und dann haben wir noch dieses Schild hier, das ging mir darum, die zeige ich Ihnen gleich, die sind gleich fertig, weil die halt unten so einen schönen Boden hat, dass man die auch stellen kann, also nicht nur hängen, sondern auch stellen. Und dann gibt es diese kleineren Schilder, die ich sehr schön finde, natürlich so, ich aber sie am meisten kombiniere mit zum Beispiel, dass man sie auf diese sogenannten Art Panels, entweder auf die kleinen oder auf die großen, mit aufbringt. Und das zeige ich Ihnen nachher. Was das Schöne an diesen Schildern ist, ist dieser schöne abgerundete Rand, wo man natürlich viele Möglichkeiten hat, etwas mitzumachen. Es ist entweder mit Anmalen, also wir haben es teilweise Gold gemacht. Gleich werden Sie sehen, Sam, schalt mal bitte um, dass man das sieht, genau, da sieht man das, haben wir Kordeln außenrum gemacht, also vorher Gold angemalt, Kordeln außenrum. Auf diesen zwei Schildern sind die Rosen auch teilweise dreidimensional drauf. Das heißt, bei diesem Reispapierset gibt es natürlich wieder dieses Set, wo die Rosen und die Rosenblätter
extern sind und da haben wir sie jetzt also dreidimensional mit den Blättern aufgesetzt. Kann man kaum sehen, also ich kann es nicht erkennen. Es sieht zwar alles sehr dreidimensional aus, aber man kann es nicht erkennen, dass das extrem erhaben ist. Zusätzlich haben wir die also wieder auf Folie gesetzt und dann wieder erwärmt, also so wie wir es das letzte Mal mit den Hortensien auch gemacht haben. Aber wenn der Sam jetzt gleich rechts geht auf die Shadowbox, da kann man das besser erkennen, weil da habe ich die kleinen Rosen extra noch da, genau, da sieht man das, an den Rand gestaltet. Da habe ich also auch das Haus innen reingesetzt, habe dann noch ein paar Bücher davor gesetzt. Das Haus habe ich auch mit dem Konturenstift die Linien etwas hervorgehoben, was natürlich ganz toll aussieht, wenn das Licht von innen ist, weil man das dann richtig sieht. Und dann haben wir natürlich diesen Bogen Reispapier mit den Rosenblüten und den Blättern wieder auf unsere Folie aufgegeben und haben dann diese Rosen nochmal ein bisschen an den Rand, also ein bisschen so wie als würden die Klettern an den Rand nach oben klettern lassen. Das sind jetzt die beiden Papiere mit den Häusern. Wir haben das hier immer kombiniert mit einem wunderbaren Grün und dann haben wir noch Lasurgel draufgetan und das Pigment fix. Und ich gehe mal davon aus, dass, ja oder das, ich dachte, du zeigst unten die Dosen vielleicht zuerst, weil die das gleiche Papier sind. Genau, ja, ein bisschen genau. So, und hier sieht man das wunderbar. Hier habe ich die Dosen ebenfalls genauso angemalt wie eben die Ränder, also mit Grün. Dann bin ich allerdings mit unseren Goldtransfers drauf, habe diese Goldtransfers aber mit einem Schleifschwamm abgeschliffen, dass sie ein bisschen kaputt, ich mache das gleich, wir machen das gleich als Beispiel, ein bisschen kaputt, ein bisschen abgeschliffen, bin dann nochmal mit der Lasur drüber und so kriegen die so einen tollen alten Effekt. Ich finde, das sieht ganz fantastisch aus, passt perfekt als Unterlage zu den, oben zu den Häusern und ist halt auch mal was anderes. Hier oben haben wir nochmal die Dame, die wir eben gesehen haben auf dem großen Layout. Die sind jetzt auch hier, das ist wieder dieser DIY-Rahmen, allerdings nicht in der, sage ich jetzt mal, 30 x 30 Größe, sondern ja, eine Art 4 Größe, würde ich sagen. Und da sieht man auch, was diesen Rahmen so ausmacht, und zwar, dass man ihn so unterschiedlich gestalten kann. Ich zeige den Rahmen gleich mal ausführlich, wie das geht, aber wir haben dann immer noch zusätzlich eine Bordüre drauf gemacht oder wie hier Bordüre und Kordel. Dann kann man auch natürlich ein bisschen mit den Schmucksteinen arbeiten. Also man kann diesen Rahmen ganz, ganz unterschiedlich gestalten und jedes Mal sieht er anders aus und das ist wirklich toll. Hier haben wir die Dame krakeliert, also das ist das Reispapier auf eine Unterlage und dann krakeliert. Und Sam, bitte einmal näher dran gehen. Ja, genau, so kann man das sehr gut sehen. Ich gehe jetzt mal dahin, ich werde das mal ein bisschen von dem Licht etwas verändern. Und zwar möchte ich Ihnen zeigen, dass wir, jetzt schau mal, sieht man das jetzt besser? Ja, jetzt sieht man es gut. Genau. Dass wir, natürlich ist das ganze Bild krakeliert, aber wir haben natürlich nur in diesem Bereich und in diesem Bereich, also nicht über die Dame direkt, sondern nur einen ganzen Hauch hier, haben wir die Antikpaste gegeben, sodass man jetzt, sage ich jetzt mal, den Krakel zwar sieht, aber die Dame an sich nicht verdeckt ist durch die Antikpaste. Jetzt zurück, jetzt geht es weiter und zwar haben wir dann nochmal die Rahmen, das werden Sie jetzt gleich sehen, haben wir nochmal die Rahmen gemacht und diesmal sind es die 30 x 30 Rahmen, wo wir dann dieses kleine Schild, wo ich eben von gesprochen habe, dann das kleine Schild in die Mitte gesetzt haben. Also hier ist als Hintergrund dieser Art Panel, 30x30 Art Panel, dann habe ich ebenfalls angemalt, wieder mit den Goldtransfers drauf, abgeschliffen, Lasur und dann das kleinere Schild oben drauf gesetzt. Auch hier ist die Rose dreidimensional gemacht worden, also nochmal oben drauf gesetzt.
und der Rahmen ist jetzt wieder mit einer anderen Bordüre gestaltet. Also ich liebe diese Rahmen, weil die wirklich ganz, ganz toll sind zum Weitergestalten. Natürlich haben wir auch ein paar von unseren Acrylherzen gemacht, wozu sich diese Rosen aber fantastisch eignen, finde ich zumindest, sind rechts für diese Windlichter. Das heißt, da ist einfach von innen mit dem keramischen Kleber das Glas angemalt, natürlich von innen das Reispapier aufgetragen und dann aber nichts dahinter gesetzt, also kein Weiß, und dadurch sind die so wunderschön transparent und ich finde, dass sie einfach ganz toll aussehen. Durch dieses. Aber da müssen Sie halt mit dem keramischen Kleber auch noch einmal von innen drüber gehen und dann wird das so wunderbar transparent und ist auch trotzdem abwaschbar, also das bleibt richtig gut drauf. Hier unten haben wir dann nochmal eine, also die andere Hose, sage ich jetzt auch nochmal mit dem Rahmen. Und hier haben wir auch mit den Transfers gearbeitet. Hier habe ich allerdings auch noch, wir haben ja noch diese anderen Transfers, wo so Schriften drauf sind, die sind so grau, da habe ich auch die mal einfach um die Rose gemacht. Also man sieht, dass man da ganz viel unterschiedliche Dinge machen kann. Hier bin ich dann zum Schluss, nachdem ich diese Schriftentransfers auch noch über die Goldtransfers gemacht habe, nochmal mit Ivory, also Lasurgel Ivory drüber gegangen und das bleibt dann so schön überall drin hängen. Und dann hat man noch mal einen weiteren Effekt, welcher mir also extrem gut gefällt. Sehen Sie oben an der Schrift, da bleibt das so ein bisschen hängen. Ja, ich höre. Was wurde als Hintergrund von den Rahmen benutzt? Ja, ich gehe mal dahin, ich zeige Ihnen das mal. Und zwar habe ich unsere Art Panels ist hier im Hintergrund. Also wir haben die Art Panels, man sieht, dass sie auch hier Gold angemalt. Ich hatte zuerst nur die Art Panels gemacht, ohne Rahmen, also nur der Art Panel mit dem Schild drauf. Aber jetzt kann man das, glaube ich, hier mal gut sehen, dass auch hier jetzt diese Rose dreidimensional drauf ist. Ja, hier, dass man das alles hier wunderbar dreidimensional gearbeitet hat. Und halt Art Panel, Schild und dann habe ich den Rahmen drauf gesetzt. Es war erst ohne Rahmen und dann dachte ich, nee, irgendwas fehlte mir da. Und mit dem Rahmen hat man dann direkt gemerkt, dass es ein Riesenunterschied war. Wobei man muss nicht immer eine Art Panel, also man könnte jedes Stück. Ja, natürlich, aber wir haben es halt zuerst auf den Art Panel gehabt. Nein, Sie können natürlich jetzt kann man nicht mit jeder Shadowbox machen. Die Shadowboxen kommen ja auch gleich mit dem Papierset. Man könnte jedes Stück Pappe dahinter setzen, also wenn es hart genug ist. Da kann man machen, was man möchte. Ja, manchmal hat man ja auch so Hartschaumplatten oder so etwas, was man noch benutzen kann. So, das waren jetzt die Beispiele, die wir hatten für unser Reispapier. Und da werden wir mit diesen Transfermotiven noch etwas machen. Nachher, also ein Layout, die Rahmen zeige ich Ihnen sowieso. Und jetzt switchen wir rüber zum Papierset Nautical. So, das hat wirklich absolutes Suchtpotenzial. Das merkt man gleich auch an der Menge der Beispiele, die ich hier gemacht habe, weil das macht richtig, richtig Spaß. Und zwar mit diesen, wie soll ich sagen, mit diesen gelaserten Elementen, dann hat man diese Mittelpunkte und man kann auch alles, was man da noch hat, man sieht hier, ich habe meine Bücher und diese Schriften, alles nochmal mit benutzt, kleine echte Muscheln, dann haben wir von Dart die Steuerrad und Anker und so benutzt. Also man kann da so ein bisschen von allem nehmen. Habe natürlich die Gase wieder rausgeholt und eingefärbt. Also das macht richtig Spaß, da wild und wüst mitzuarbeiten. Und es sieht halt auch einfach nur toll aus, wenn man diese, sag ich jetzt mal, wenn man da arbeitet, ob es jetzt diese Karten sind, ob es die Layouts, da oben zum Beispiel auch das Schild da habe ich dann einfach mal so eine Schatzkiste hingemacht. Ist übrigens mal so auch ein Tipp, diese Schatzkiste kann man natürlich auch so aufkleben, dass man dahinter zum Beispiel ein kleines Scheinchen verstecken kann, gell, wenn man jemandem ein Geldgeschenk machen möchte. Also da kann man schon so ein bisschen
schön was gestalten. Hier sieht man dann auch mal so eine echte Muschel dazwischen und dann habe ich eine kleine Perle reingesetzt. Hier könnte man natürlich auch wieder mit dem Konturenstift ein bisschen bei der Schatzkiste diese Juwelen ein bisschen nachzeichnen. Also, oder mit einem 3D-Glue zum Beispiel auch noch, oder mit Glitter, mit einem Glitterstift. Also gerade diese Schatztruhen, die eignen sich enorm, um da richtig was zu machen. Und da sind ja einige in dem Set drin. Also da kann man jede Menge gestalten. Es macht richtig, richtig Laune, damit zu arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt wieder drauf bin und keine Karten. Jetzt gleich geht es weiter, gehen wir auf die weiteren Tische, um den Rest da zu zeigen. Auf jeden Fall ist dieses Papier jetzt erstmal exklusiv hier, nur bei uns zu bekommen. Das wird, schätze ich mal, die nächste Frage sein, ob es das bei HSE gibt. Nein, da wir im Mai erst wieder auf Sendung sind und wir haben auch im Moment alle beide nicht den richtigen Sendetermin im Kopf, weil ich wollte den eigentlich heute durchgeben, wir haben es aber nicht mehr gefunden, wo wir das schriftlich bestätigt bekommen haben. Wir lassen uns das jetzt aber bestätigen, weil man mich schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass auf meinem Blog die Termine nicht aktualisiert sind. Ja, die sind nicht aktualisiert, weil ich die korrekten Termine von HSE im Mai noch nicht habe und wir auch noch nicht die Termine, haben wir jetzt die Termine für April Livestream, Sam? 15. April. Erst am 15. April, okay. Ist auf jeden Fall festgedacht. Ob eine davor kommt, wissen wir nicht. Aber ja. Ostern ist dazwischen, deswegen. Ja, nee, genau, weil Ostern dazwischen ist, haben wir gesagt, der nächste ist dann am 15. April. Also das dauert jetzt noch ein bisschen, bis der nächste Livestream ist. Aber das werde ich jetzt in meinen Terminen mit reinschreiben. Und sobald wir eine schriftliche Bestätigung von HSE haben, wegen dem Mai-Termin, wird natürlich auch der Mai-Termin reinkommen. Also dann wird das gemacht. So, hier mal eine Frage zu den Muscheln. Kommen die nochmal? Welche Muscheln? Ich glaube, die Muscheln von Dart sind ausverkauft. Ah, okay. Die waren ja, glaube ich, nur 30 Mal da, wo ich letztens geguckt habe. Die Muscheln und das Steuerrad von Dart. Die sind nochmal bestellt, aber das dauert halt immer ein bisschen. Ja, okay. Jetzt haben Sie es gehört. So, jetzt haben wir hier mal was gemacht, und zwar diese kleinen Fläschchen, die wir ja auch im Moment im Shop haben wir mit einem Glasschneider hinten aufgeschnitten und haben dann diese gelaserten Elemente inklusive den ganzen anderen Dingen einfach da reingeklebt und mit unserem Resinkleber mit dem UV-Licht wieder zugemacht. Also das ist mal so eine Idee, wer Lust hat, da ein bisschen was rumzumachen und vielleicht auch so einen Glasschneider zu Hause hat. Also da kann man schöne Dinge mitmachen. Einfach mal so als Idee, obendrauf natürlich 3D-Pulver, ein bisschen Kordel und eine von unseren Schriftrollen. Aber jetzt sehen Sie wieder diesen Rahmen, und da ist er jetzt halt quadratisch, ist er wieder ein bisschen anders. Hier ist eine Shadowbox, also bei all dem Papierset ist immer eine Shadowbox dahinter gesetzt. Und dann natürlich losgelegt mit den Spulen, mit den Kordeln, mit den ganzen gelaserten Elementen, alles Mögliche da reingesetzt. Also da kann man schon ganz viel machen. Und noch einmal, das macht wirklich Laune. Und gerade auch so ein bisschen 3D-Pulver, noch ein bisschen Sand da rein oder dann die echte Muscheln da so ein bisschen rein. Also das werden wir jetzt gleich als erstes auch so etwas basteln. Einfach, das macht richtig, richtig Spaß, das zu machen. Da kann man gar nicht, deswegen sieht man ja auch, kann man einfach irgendwie gar nicht aufhören, weil das einfach so schön ist. So, dann haben wir noch ein paar mehr Karten, die wir Ihnen da zeigen können. Auch das ist relativ einfach, oder auch diese Schilder hier. Da dann auch noch einmal oben bei dem Schrift einfach noch ein paar Rollen und nochmal eine Schatzkiste. Also da kann man ja machen, was man möchte. Eine Frage, ja. Was kommt im Mai? Oh, jede Menge. Ja, im Mai kommen die, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, im Mai kommen die Wassertransfers, die 3 verschiedenen Sets. Dann kommen neue Schrumpfbanderolen kommen für große Gefäße. Dann kommen,
Ist schon so lange her, wo ich das designt habe. Sam, helf mir mal. Ein Papierset kommt, die ist heute angeliefert worden, habe ich nur nicht gepackt. Oh, das Papierset ist hier? Ja. Und die Sabine grinst. Oh, das können wir gleich mal zeigen. Nee, die ist schwer eingepackt. Das dauert mindestens 4 Stunden, bis ich den ausgepackt habe. Oh nee, Sam, komm. Jacqueline, nein. Die Kunden wollen das, nee, die Leute wollen das auch nicht sehen. Die Leute wollen das sehen. Nee. Die Leute wollen das sehen. Oh doch. Keine das Chance. ist ein Traum, das Papierset. Doch. Los, pack aus. Ja, doch, das müssen wir zeigen. Ja, das Papierset kommt, dann kommen Epoxy-Sticker, gell? Ja. Eine andere Größe, richtig schön. Helft mir mal, da kommt so viel. Ja. Was war das denn noch alles? Moldformen, Weihnachten. Nein. Ja, aber die Moldformen Weihnachten, da haben wir jetzt die ersten Muster gekriegt, die sind der Knaller. Die sind der absolute Knaller. Wir haben keine Moldformmuster, wir haben Muster, wie die aussehen könnten. Also wir Ja, können die noch nicht 3D-Muster haben wir. Wir Ja. werden die Moldform nicht zeigen. Keine Angst, Sam. Aber dafür zeigen wir gleich das Papierset mit den gelaserten Elementen. Eventuell. Eventuell. Nein, das zeigen wir. So. Kommt ihr zu mir? Oder geht das nicht? Schwenken einmal Ihr hier schwenkt noch so durch. einmal rum. Nee, was gibt's? Jetzt helft Ein mir Ding mal. habe ich hier noch nicht gezeigt. Was gibt's denn noch? Den Tisch hier gibt's noch. Guck. Ja. Nee, aber was gibt's denn noch im Mai? Da gibt's doch so viel. Papier, Epoxy, Schrumpfbanderolen, grün? Schrumpfbanderolen, 3-mal Wassertransfers. Vielleicht Reispapiere? Auch Reispapiere, ja genau, gibt es auch noch Reispapiere. Decoupage gibt es nicht, oder? nein. Nee, Decoupage gibt es an Weihnachten. Danach, im Juli. 6 Sets habe ich bis jetzt. Keine Ahnung. Keramiksticker oder ist das auch Weihnachten? Ist auch Weihnachten. Keine Keramiksticker. Nee, ist auch Weihnachten. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist schon so lange her, wo wir das gemacht haben, aber im Moment ich bin immer noch teilweise an Weihnachten dran, weil Weihnachten ist dieses Jahr eine echte Herausforderung. So, kommst du jetzt zu mir? Bist du bei mir? Ja. Ich sehe nur so einen grünen Punkt da hinten, jetzt sehe ich einen roten. Jetzt bist du bei mir? Nein, bist du nicht bei mir? Doch, bei mir? Okay. Darf ich dann jetzt die Papiere zeigen? Ja, wenn du einmal unten in die Kamera da hältst, dann kann ich umbauen. Ganz kurz, sind wir dieses Jahr auf der Messe in Dortmund? Nein. Ich bin da. Also, meine Güte, wir haben keinen Stand in Dortmund. Der Sam wird an einem Tag dorthin gehen und sich die Messe angucken. Vielleicht sollten wir das groß posten, wo der Sam ist, damit alle dann dahin gehen können und sagen können, kannst du lenken? Okay? Nein. So. Seid ihr, ich kann nicht sehen, wo die Kamera ist. Also ich weiß nicht, was ich hier... Ist langsam, meine Güte, Sam, so alt. Wunderbar. So. Okay, jetzt kannst du, Sam, jetzt zeige ich die Papiere und in der Zeit holst du die anderen. Einverstanden? Ich hol die nachher. Nein, komm. Ich zeige jetzt die schönen und in der Zeit holst du die anderen mit den Lasercuts. Ja. Okay, jetzt fangen wir an mit unserem Maritim. Wir haben, glaube ich, letztes Mal die Papiere schon gezeigt, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen schneller, gell? Dass wir immer wunderschön die Vorder- und die Rückseite haben. Und dann das nächste. Und auch hier, ich liebe diese Papiere, weil da halt so viel, die Ecken so viel drauf ist und auch hier mit dem Anker, der Anker kommt gleich noch als gelasertes Element oder hier die Unterwasserwelt, also es ist einfach nur toll. Hier und die Farben sowieso unheimlich schön. So, und dann noch die Unterwasserwelt mit hier
Rückseite halt wie so eine alte Karte, auch mit dem hier oben mit der Ecke. Also da alles einfach nur richtig schön. So, 4 Papiere, ich glaube, die kommen mal 3, richtig? 12 Papiere kommen im Set. Dann zeige ich jetzt die Mittelpunkte. Da haben wir dann einmal die Segelschiffe hier. Auf der Rückseite haben wir die Schatztruhen, unterschiedliche. Hier haben wir unterschiedliche Anker oder auch mal hier so ein Stillleben, so ein maritimes mit allem drum und dran. Leuchtturm, Segelschiff, dann auch mal normalen Rahmen, verschiedenste Schiffe, dann auch ganz einfache Rahmen. Die sind natürlich immer schön, wenn man einfach die nehmen will, ich sage jetzt mal so, und einfach nur mal so einen Fisch draufsetzen will. Also da kann man schon tolle Sachen machen. Und dann haben wir noch die Karten, die alten Karten, die wir dann entweder rollen oder so benutzen und auf der Rückseite dann auch nochmal einfache Rahmen, so, wo man halt alles Mögliche benutzen kann. Auch die kommen mal 12 und dann kommen unsere insgesamt 76 gelaserten Elemente und die mache ich jetzt hier mal auf, ich kann die sowieso gleich hier gebrauchen. Da haben wir dann jetzt eine Unmenge dabei. Das heißt, wir haben natürlich die Schatztruhen, wir haben ganz viele Fische dabei, wir haben aber auch diese Rahmen hier mit drin. Das heißt, richtig schöne unterschiedliche Rahmen, die man für die Karten benutzen kann. Jetzt kann es mal so zeigen, dass wie unterschiedlich die sind. So, dann haben wir natürlich Steuerrad, Kompass, dann ganz viele Korallen sind mit da drin, unsere unterschiedlichen Leuchttürme und ich kann direkt die Korallen mal ein bisschen hier sortieren, dann wunderschön ausgearbeiteter Anker und jetzt sortiere ich das direkt, dann haben wir es nachher ein bisschen einfacher, wenn wir arbeiten. So. Und natürlich dann hier die ganzen, insgesamt 76 Teile sind das und so haben wir das Set jetzt gestaltet, was es momentan erstmal nur bei uns gibt und auch im Mai nicht bei HSE geben wird. So. Und um jetzt mal so ein Layout zu machen, das war eigentlich das, was ich gerne machen würde. Das ist halt, da habe ich jetzt hier die Shadowbox. Hier habe ich ein Papier in den Hintergrund getan. Ja, das habe ich nochmal ausgeschnitten. Da war ich mir noch nicht sicher, da hatte ich einen Rest, ob ich das noch benutzen soll. Und hier ist jetzt ein von den Rahmen. Den baue ich jetzt gleich mal zusammen, dass Sie das sehen. So sehen die Rahmen aus. Und da haben wir jetzt nochmal diese Bordüren, die wir jetzt gleich da aufkleben, haben wir halt schon fertig angemalt, damit ich das nachher nicht jetzt so viel habe, sage ich jetzt mal. So sieht das Ganze aus. So, die Rahmen. So, ich muss jetzt sagen, dass ich das erste Mal jetzt zusammenbaue. Also mir geht es jetzt genauso wie bei Ihnen, wie Ihnen, wenn Sie zu Hause sind. Es ist also ganz leicht. Es kommen also diese 4 Teile zu Ihnen nach Hause. Und was Sie brauchen, ist einen Hammer. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Hammer, so, und jetzt müssen Sie die zusammenbauen. Jetzt haben Sie ja hier immer so einen äußeren Rand, daran kann man ein bisschen gut erkennen, wie die so, sage ich jetzt mal, zusammengehören. So, ich mache das jetzt mal so, dass es noch nicht ganz zusammen ist, weil den Rest haue ich dann gleich zusammen, sage ich jetzt mal so. Da braucht man eigentlich nicht viel, sage ich jetzt mal. Na, bin ich jetzt, na, ist richtig. So, den nächsten könnte man eigentlich schon mal ein bisschen zusammenhauen, oder? Ja. Ich mache die erstmal komplett und dann hauen wir die zusammen. So. Ja, also ist wirklich nicht schwer. Ich sage ja, ich habe es noch nicht gemacht. Ich mache das jetzt auch erst das erste Mal. So, ja, jetzt muss man mal gucken, dass man das ein bisschen gerade kriegt. Haha, hier oben noch ein bisschen, glaube ich.
Ja. Ja, und hier nochmal. Ja, dann wäre es, da ist er. Also es ist nicht schwer, so sind die zusammenzubauen und ich glaube, dies ist jetzt auch genügend, da braucht man nicht noch kleben. Das heißt, das reicht, wenn die so zusammengesteckt werden. Sie können kleben, aber ich glaube nicht, dass Sie das müssten. Da ist also genügend Zug dahinter, dass das so fest ist. So baut man die Rahmen zusammen. Sie können natürlich auch einen Gummihammer nehmen statt so einen, gell? Da ist es bestimmt etwas freundlicher. Eine Frage, ja? Sind die Bordüren gleich bei den Rahmen dabei? Nein, die Bordüren, wir haben ja unterschiedliche Bordüren von Dart jetzt genommen. Das ist einfach nur für Sie die Möglichkeit, dass Sie sehen, was man machen kann. Also dass man ganz unterschiedliche Dinge machen kann. Ich zeige jetzt noch mal gerade diese zwei Größen von Rahmen, damit Sie das sehen. Das ist, wie Sie auch eben gesehen haben, das ist einmal dieser viereckige und einmal der Hochkant. Und der Hochkant hat die Artikelnummer R002. Dann hat der andere bestimmt 001, oder? Gut, so, nur dass man das weiß. Cleverle. Ja. Und, hast du das Papierset? Ja, kriegst du. Okay, so. Was wir jetzt machen ist... Ich bin jetzt am Überlegen, sollen wir hinterher anmalen? Ja, wir malen hinterher. Habe ich jetzt, ist natürlich totaler Blödsinn. Normalerweise würde man das zuerst anmalen, aber ich habe das komischerweise die ganze Zeit gemacht, dass ich hinterher angemalt habe. Dann mache ich das jetzt auch. Wenn Sie das jetzt hier sehen, ja, du hast es von oben. Das heißt, die Rahmen sind innen genau 30-30. Das ist eigentlich wie die Shadowbox von außen. Und deswegen hat man hier überall einen kleinen Rand. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was man macht, ob man diesen Rand sichtbar lässt, ob man da was dazwischen macht. Also ich habe meistens was dazwischen gemacht. Das heißt, ich habe mir gesagt, ich setze oben bündig an und hier unten lasse ich ein bisschen was. Und für dieses da unten habe ich mir meistens irgendwie ein Stück Papier oder so etwas noch zurecht geschnitten. Oder jetzt zum Beispiel sag ich jetzt mal, diese Karten genommen oder Schriftrollen oder sonst etwas. So, jetzt mache ich das ein bisschen. Eine Frage, so, ja. Sind die Rahmen unbehandelt? Ja, 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 komplett unbehandelt. Also rohes Holz. So, jetzt mache ich so und jetzt überlege ich mir, ob ich was schon jetzt an die Seite tun soll oder nicht. Nee, ich mache jetzt nichts an die Seite. So, und jetzt setze ich das hier auf und da setze ich gleich noch ein paar Schriftrollen rein. Es ist schrecklich jetzt, wo ich diesen Blazer anhabe. Die letzte Zeit war mir kalt, ist mir jetzt bullenwarm hier drin. Ich kann ihn aber nicht ausziehen, weil ich mein Mikro da dran hängen habe. Clevererweise. So. Okay. Jetzt haben wir das so. Ja, das ist schön fest. Und jetzt machen wir gerade die Bordüren dran. Und dann legen wir los. So. Und wir malen das hinterher noch ein bisschen an. Und zwar ist das diese Farbe, die man jetzt sieht, ist dieser gelbe Sand. Und wir werden gleich noch ein bisschen mit dem Patina Grün drüber gehen, um das ein bisschen mehr auf diese Farbe hier unten zu benutzen, die man auch hier in dem Papier hat. Und auch noch ein bisschen mit Pigment Fix und Gold. So. Okay. So. Jetzt überlegen wir. Oh. Jetzt überlegen wir mal, was wir hier rein tun. Jetzt habe ich ja dieses Schiff ausgeschnitten. Ich glaube, ich setze das Schiff auf jeden Fall. Ah, man könnte natürlich auch so eine Regatta machen, gell? Nein, wir tun es da drauf. Obwohl, wäre nicht schlecht. Oder hier noch mal eins. Regatta ist immer gut. Ha? Regatta ist immer gut. Nein, aber wir haben das, ich wollte ja... Ja, Regatta. Ja, echt? Ha?
kann sich nicht wirklich entscheiden, gell? Ich guck mal. Ja, ich werde das jetzt auch ein bisschen prägen, nicht viel. Das ist das normale Papier. Ja, ein bisschen, ja. Und arbeite jetzt hier wieder mit meinen geliebten Spulen als Abstand. Wann kommen die eigentlich, Sam? Die Spulen kommen, ja, die sind auch auf dem Schiff. Ich glaube auf den hinteren. Ich weiß nicht, ob die auf den vorderen sind, aber auf den hinteren sind die drauf. Entschuldigung. Eine ganz andere Frage. Sam-Antwort, ja. Gibt es den Papierweichmacher bald wieder? Sam? Ja, die gibt es auch. Das ist auf den vorderen Schiff, das kommt schnell. Ja, morgen, übermorgen. Aber den Papierweichmacher. Ja, Halleluja. Ja, der Zuständige. Okay, dann setzen wir hier hinten, ja, das können wir machen, setzen wir hier hinten den Leuchtturm hin. Ich bin mal gespannt, demnächst mache ich eine Lokomotive oder einen Zug. Wenn dann jemand fragt, Nee, Züge sind schwierig im genau, Moment. dann Züge? Heißt es, ja, im hintersten Waggon ist die Ware oder was. Ah, nee. So, ja, das passt gut. Ich mache das ein bisschen so rund, damit das ein bisschen erhaben ist, mit Abstand dann hier ist. Das passt aber gut. So, ach, hier habe ich auch noch ausgeschnitten. Ja, das könnte man nachher noch vielleicht so leicht schräg. Aber da mache ich jetzt auch noch ein bisschen, ich habe das hier irgendwo, ein bisschen braun außenrum. Das ist so mit dem letzten Fundus unserer Distressfarben. Ich mache das immer mit den Nachfüllflaschen. Die haben wir noch hier und dann gehe ich mit dem Blending Tool da drüber und dann kann man das ein bisschen so leicht schräg hier so ein bisschen machen. Frage, ja? Kann man kurz erklären, was man mit Papierweichmacher macht? Ja, ich kann mal gucken, ob ich noch einen hier habe. Sekunde gerade mal. Papierweichmacher ist dafür da, dass man so das Papier so auf alt machen kann, dass man das auch, sage ich jetzt mal, rollen kann und hinterher, wenn man das dann anföhnt, bleibt das so hart. Das ist das Schöne daran, gegenüber jetzt so anderen, sage ich jetzt mal, nur mit Wasser. Und der Druck wird auch nicht zerstört, sondern der Druck bleibt so. Ich gucke mal gerade, ob ich hier Papierweichmacher habe. Theoretisch müsste ich den hier irgendwo haben. Theoretisch. Gell? Nein. Oder? Nee, leider nicht. Nein, leider nicht. Tja, Herr Gneiting, jetzt sind Sie gefordert. Nee, leider nicht. Aber wir haben ja beim nächsten Livestream, da gibt es den dann wieder und da werde ich das auf jeden Fall nochmal zeigen, dass Sie sehen, wie es geht. So. Noch eine kurze Frage, ja? Wie werden die Bordüren geschnitten? Die können Sie einfach sogar mit der Schere schneiden. Sobald also das warm gemacht werden, diese Bordüren warm gemacht werden, können Sie die mit dem Messer schneiden, mit der Schere schneiden, wie Sie wollen. Also, die dickeren mit dem Messer, die dünneren geht auf jeden Fall gut mit der Schere. Aber die dickeren braucht ein Messer. Aber dann okay, die dickeren dann mit dem Messer. Und die ganz dicken, wenn es dann im kalten Zustand, kann man mit einer Säge, feine Säge. Okay. Aber kann man auch erhitzen und mit einem Messer schneiden. Ja. So, hier habe ich jetzt so Gase, das ist so dieses Verbandsmaterial, das kennen Sie ja von mir. Und das habe ich, diese Dekorfarbe, diese blaue Dekorfarbe, habe ich da einfach mit dem Pinsel so zweimal drauf gemacht, dann ganz viel Wasser. Deswegen ist das auch jetzt ein bisschen hart, weil es keine Tinte ist, die da drauf ist, sondern halt diese Farbe. Und dann einfach angeföhnt. Hat diesen großen Vorteil, dass das dann so hart wird und so ein bisschen steht. Ich mag das total gerne. So, jetzt schneiden wir hier mal den Rand ab, weil dieser Rand ist mit Abstand das Schönste. Ja, das ist so. Und dann kann man nämlich schön das hier benutzen, um hier noch ein bisschen ein
Effekt zu bekommen. Und jetzt muss man das nur ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das jetzt hier klebt, weil ich klebe das ja immer auf den Heißkleber, dass man da jetzt sich nicht so sehr verbrennt. Kann man, ja, werden wir mit hier rüber gehen. Weil das sieht auch immer so ein bisschen schön aus, wie so ein Netz. Und da kann man dann später zum Beispiel hier die so kleine echte Muscheln oder auch die Dartmuscheln noch ein bisschen mit drauf machen an den Seiten. Ja. So, machen wir noch welche hier. So, jetzt geht es erstmal weiter. So, jetzt haben wir hier, jetzt könnten wir natürlich eine von unseren schönen Schatztruhen, könnten wir hier, ja, genau hier positionieren. So, ich tue die immer leicht prägen und ja, genau, dann kommt die hier hin, die passt gut hier hin. So, und jetzt muss natürlich hier auch noch ein bisschen hin. Da machen wir dann natürlich noch mal die, so ein bisschen wie ein Fischernetz. Wenn das so, ich mache das ein bisschen mehr kaputt, hier auch an den Seiten, weil das ist so ein bisschen fest, das ist mir so ein bisschen zu ordentlich. So. Kann ich das eigentlich aufstellen, würde ich das? Ja, doch, so kann ich das ein bisschen aufstellen. Moment, das geht doch. Können wir so? Ja, sehr gut, gell? Kann man gucken, perfekt. Frage, ja. Wie heißt deine Heißluftpistole? Was ist das für eine Marke? Das ist von Steimel Pro 400 LCD. Kann ich empfehlen, weil sie hier eine An-Aus-Taste hat. Hier kann man die Temperatur rauf und runter stellen. Ich habe die auf 100. Zeig sie hier nach vorne. Ich habe die, also hier ist eine An-Aus-Taste und auf der anderen Seite kann man die Temperatur hoch und runter stellen. Und ich habe sie eigentlich immer auf 190 Grad. Aber wer jetzt, man kann natürlich auch 140 Grad arbeiten, das reicht auch komplett, um sag ich jetzt mal, den Kleber aufzulösen. Und sie hat halt, jetzt bist du wieder weg, sie hat hier diesen Ständer, wo man sie halt schön aufstellen kann. Also kann ich empfehlen. Ich habe ja schon einige Heißklebepistolen durch. Aber die ist wirklich gut. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch ein bisschen unsere Korallen. Jetzt muss ich gucken, kann man das gehen? Nein, geht scheinbar nicht so gut. So, doch, so geht's. So, okay. Und trotzdem sieht man mich hier. Ja. Einfach gucken, dass man alles sieht. Ja. Und jetzt setze ich die ein bisschen hier noch so dahinter, gell? So dass das hier leicht, ich zeige es gleich nochmal von vorne, das heißt, ich klebe hier ein bisschen von dahinter und dann habe ich das so leicht dreidimensional hinter der Kiste und habe meine Algen, die da so ein bisschen noch hervorkommen. Und dann kann man hier unten, genau hier unten tut man die nächste hin. Und ich klebe diese schönen Algen jetzt eigentlich an dieses Papier, was ich davor gesetzt habe. Dadurch habe ich das noch ein bisschen dreidimensionaler hier. Wir haben aber auch Algen, genau, wir haben auch so orange Algen. Die sind auch, kann man sich überlegen, so ein bisschen tiefer hier nach hinten zu setzen. Ja.
So, genau, dass man das hier so dahinter setzt. Dafür brauche ich aber jetzt eine kleine Spule. Frage, Ja? gibt es die Papiere auch als Reispapiere? Nein. Nein, wir haben ja die Wassertransfers gehabt mit diesen maritimen Motiven und jetzt haben wir das Papierset, aber das war es jetzt erstmal, was diese Motive betrifft. So, jetzt setzen wir noch ein paar Schriftrollen hier hin. Das sieht immer gut aus. Ich suche meine Landkarten, wo die sind. Die müssten auch hier irgendwo sein, an meinem Fundus hier. Keine Ahnung. Hier könnten wir, da ist eine Landkarte. Da sind sie alle, da. Am Überlegen. Ja, das ist jetzt allerdings ohne Weichmacher gemacht, aber man sieht ungefähr, das ist so der Sinn des Weichmachers, ist, dass man das jetzt so dreht und wenn das halt mit dem Weichmacher gemacht ist, könnte man das jetzt anföhnen und das würde so bleiben. Also dann kann man das nicht nur, es wird nicht nur unheimlich schön, sag ich jetzt mal, weich, das Papier, dass man das schön drehen kann. Da ist auch Gummi Arabico mit drin, das heißt, man kann es anschließend auch ganz toll halt anföhnen und dadurch bleibt es dann wieder fest. So, jetzt machen wir das hier, weil ich möchte natürlich irgendwie noch ein bisschen diesen Rand hier verschönern. Jetzt gehe ich allerdings wieder. Eine Frage, ja. Kommen die Wassertransfers auch zu uns in den Shop? Die letzten, Keine Ahnung. Da kriegen wir ein paar Retouren und die Ja. kommen im Shop, dauert noch ein bisschen. Ja. Wir haben hier noch gar keine. Nee, wollte ich Und gerade die sagen. nächsten kommen erstmal zur HSC, die von Mai. So, das sieht gut aus. So, ich lege jetzt noch mal hin, gell, für die Kamera von oben, weil ich jetzt den Rahmen da mehr mache. Jetzt hat man das noch mal. Ja, genau, jetzt sieht man schon. Hat man das sieht man jetzt alles hier. Und jetzt habe ich ja hier diesen Rahmen. Hier habe ich ihn ja schon ein bisschen mit diesem Gase zugemacht und ein paar Muscheln drauf, aber hier habe ich ihn. Außerdem möchte ich gerne hier zum Beispiel noch mal ein Fisch habe ich noch gar nicht benutzt. Und die finde ich gerade so schön. Noch einen Fisch hier mit unterbringen, zwischen diese Korallen. Einfach da rein. Ja, den werde ich andersrum festkleben, so ein bisschen, dass der so ein bisschen zwischen diesen Korallen. Ne, das geht nicht. Oder? Doch, dazwischen schwimmt. Na, da brauche ich noch einen Tropfen hier vorne. Dass er so dazwischen schwimmt. Zack, da und zack, da. Geht das? Ja, geht. So, gleich gehen wir da mal mit der Kamera so ein bisschen mehr rein, damit man das ein bisschen besser sieht. Ich drehe das nachher um und dann kann man das ein bisschen besser sehen. So, jetzt haben wir den Schiff, jetzt haben wir das, jetzt haben wir die Dinger da drauf. Vielleicht noch hier ein, zwei Muscheln mit draufsetzen. Und hier noch eine. Was grundsätzlich, wenn man das macht, auch hier immer gut aussieht, sind die 3D-Perlen. Die passen immer, die tun wir gleich noch da drauf. Und was immer gut aussieht, ist auch das 3D-Pulver. Einfach, weil wir dann, das sind meine Teile, weil wir dann halt so ein bisschen wie diesen Sand, diesen kaputten Effekt wie Sand und sowas haben. So, jetzt mache ich hier diesen Rand, indem ich einfach so ein paar, sag ich jetzt mal, Fetzen
und auch nicht sauber, nicht ordentlich, so ein bisschen so geknickt von unseren Karten hier hinsetze. Eine Frage zu Ja. den Rahmen. Wird es die länger geben in unserem Ja, Shop? ja. Die wird es nicht nur länger geben, die wird es auch irgendwann mal noch mit einem anderen Profil geben. Und ich finde die Idee halt ganz toll, weil die sich auch so fantastisch halt verschicken lassen. Dadurch, dass die halt, wie soll ich sagen, nicht zusammengebaut sind, nehmen die auch hier bei uns im Lager halt nicht viel Platz weg. Sie lassen sich toll verschicken. Also das ist eine ganz, ganz super Sache. Und die gibt es auch noch mit anderen Profilen, die werden wir noch im anderen Profil bekommen. Also die werden wir auf jeden Fall im Programm behalten. So, dieses Rest, das drehen wir jetzt noch mal ein bisschen. Ein bisschen so auf alt, Heißklebe. Das ist immer so. Nehme ich mir gerade zu viel Zeit oder haben wir die Zeit? Wir haben 70 Minuten. Ja, dann 70 Minuten. nehme ich mir nicht zu viel Zeit. So. Jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, ob man nicht hier oben noch irgendwas ansetzt. Fände ich eigentlich ganz schön hier. Gell? Hier, da noch ein bisschen was zu machen, oder? Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Den Anker. Ah, es kommen die sensationellen Schablonen, Herr Gneiting. Im Mai. Ja, kannst du gleich ein bisschen mitarbeiten, oder? Ja, ich wollte ja. Hat er mir live verboten. Hat er mir verboten. Das stimmt ja gar nicht. Doch, du hast gesagt, das geht überhaupt gar nicht, dass ich die nehme. Also die sind so toll. Neue Siebdruckschablonen und wirklich ganz, ganz detaillierte, fortlaufende Muster, also Bordüren und Muster und unter anderem auch Schriften. Und da war ich drauf und dran, diese Schriften schon zu benutzen, weil die so toll Du sind. wolltest sie benutzen jetzt hier mit Ja. dem Set. Hier, Ja. das hab Ja, ich natürlich wollte ich. verboten. Und? Also, Frage. ja. Frage 1. Wird es die MDF-Schilder auch dauerhaft geben? Sam weiß ich nicht. Also ja, also wir haben jetzt das erste schon nachbestellt. Und von allen haben wir noch recht viel da. Ja. Eine Palette ist noch voll hinten im Lager. Ja, gell? Also, Und die kleinen Spulen, sind die auch unterwegs? ja, die Spulen sind auf dem Schiff hier hinten, Schiff. hat der Sam gesagt. Nein, die Spulen sind unterwegs. Ja. Bin am Überlegen. So, man kann ja nicht aufhören, gell? Haben wir noch einen hier oben und da setze ich noch einen großen hin, da, genau. Der sieht so toll aus, aber den kennen wir ja schon von den Wassertransfers. Aber der gefällt mir so super gut. So. So. Oder? So, ich drehe mal um jetzt, dass man das mal gucken kann. Ich glaube, das wäre eigentlich mal genug, oder? Jetzt haben wir schön hier oben, da haben wir nochmal die zwei Fische, das Schild, dann haben wir den Anker, dann haben wir hier die Seiten mit der Gaze, den Muscheln. Auf der Seite haben wir die Rahmen und hier unten bitte mal, Herr Gneiting.
Genau, hier unten haben wir dann nochmal die Gase, auch mal das, dann haben wir hier das Steuerrad und hier haben wir so ein bisschen so die Welt, Korallenfisch und dann dieses Schmuckkiste. So, und jetzt malen wir das Ganze ein bisschen, den Rahmen ein bisschen passend farbig an und dann nehme ich das Patina für und mache das sehr wässrig. Das heißt, ich gehe mit meinem so, ich tauche hier rein und genau, mache das ein bisschen sehr wässrig hier, dass das hier drin direkt, man kann immer direkt ins Wasser gehen und dann bleibt das direkt hier in diesen Vertiefungen hängen. So. Und dann sieht man auch direkt, dass man da diese Farbe halt sich jetzt wiederholt, die in dem Papier drin ist. Man kann jetzt auch noch ein bisschen Braun gleich dazu tun. Und durch dieses wässrige Arbeiten hast du das auch nicht so ebenmäßig. Das heißt nicht so alles so gleich. Normalerweise, wenn man ja mit diesen Antiking-Farben arbeitet, macht man das ja komplett drauf und reibt es wieder runter. Oder was ich auch ganz oft mache, ist, dass ich sie in eine Sprühflasche reingebe. Aber man kann auch so mit dem Pinsel, dann hat man noch mehr diesen unterschiedlichen Effekt. So. Gehe ich auch ein bisschen hier mit rein. Jetzt haben wir es schon recht gut angepasst. Okay. So. Jetzt kann man überlegen, ob man noch mal ein bisschen Braun reingibt hier dazu. Hätte ich schon fast Lust drauf, noch ein bisschen was Braunes hier hinzutun. Dafür trocknen wir das gerade mal an zuerst. Und eine Frage. Ja. Hat es einen Grund, warum der Rahmen nicht vorher mit Antiking Paint bemalt wurde? Nein, nein, nein. Jeder normale Mensch hätte das gemacht. Das würde fast Sinn machen, ne? Ja, ja. Das habe ich aber eben gesagt, wo ich angefangen habe. Jeder normale Mensch hätte das gemacht, aber komischerweise habe ich jetzt all diese anderen auch so gemacht. Ich habe das erst gemacht und habe dann gesagt, okay, jetzt passe ich Weil so kann man das besser anpassen. Man sieht, passe ich es ein bisschen an, ja, ja, ja. Nein, nein, hat überhaupt keinen Grund. Man kann, ich glaube, jeder normale Mensch würde das vorher anmachen. Aber jetzt habe ich hier die Walnuss, ja genau, die Lasur-Walnuss und ich glaube, da werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen darüber gehen. Ich muss jetzt mal gucken, weil ich ganz wenig nehmen will, dass ich das erstmal irgendwo getrennt hier drauf tue. Ja, genau. Und mache da jetzt noch so mal so ein bisschen hier so rein, ein bisschen braun. So. Kann man das sehen? Genau. Jetzt ist hier das Schiff, jetzt habe ich hier mal ein bisschen mehr braun gemacht, wo das Schiff ist hier, da habe ich dieses mehr grün und passe das Ganze hier halt ein bisschen an. Hier würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr braun machen. Da gehe ich dann jetzt einfach mit dieser Walnusslasur noch ein bisschen drüber und föhne aber gleichzeitig, damit ich das schneller trocken kriege. Hier zum Beispiel um dieses Schild, da, so, habe ich jetzt auch ein bisschen brauner gemacht. So, so. Okay, jetzt trocknen wir das Ganze und dann machen wir das Gold. Wir können natürlich jetzt
Aber du sagst, die sind eh nicht mehr da, gell? Das würde natürlich doch... Dann setze ich den noch hier oben hin, den Anker. Der passt nämlich schön hier oben hin. Das muss nur trockener sein für das Gold, weil sonst vermischen wir das alles. Das ist der Anker von Dart, den habe ich in allen möglichen Farben schon angemalt. Ich weiß es gar nicht mehr. Einfach ein bisschen rumgetestet, so wie es aussieht. Gell? Den hänge ich jetzt noch hier oben dran. Eine ganz andere Frage. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Dekoupagepapier und Reißpapier? Ein riesiger Unterschied. Dekoupagepapier ist sag ich jetzt mal, ein geschlossenes Papier, was man in Wasser legt und was dann geschmeidig wird, was also dann wirklich so, sage ich jetzt mal, wunderbar für Dosen zu überziehen, für Möbel zu überziehen, also da perfekt geeignet ist. Reißpapier ist, wie soll ich sagen, ein relativ offenes Papier, was man reißen kann, was man dadurch wunderbar mit Farbe verbinden kann. Das heißt, dass man einfach weiterarbeitet, ohne dass man sieht, wo das Reißpapier angefangen hat und aufgehört hat, was transparent ist, also gut transparent ist. Deswegen sieht man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Muster unten drunter hat. Und Reißpapier benutzt man eigentlich mehr, jetzt nicht zum Überziehen von ganzen Dosen, sondern für Layouts, um Teile davon zu benutzen. Reißpapier lässt sich auch zum Beispiel viel besser Umrundungen, also innen in diese Herzen, in diese Acrylmedaillons verarbeiten, als ein Dekoupagepapier. Also Dekoupagepapier, das würde auf jeden Fall bei diesen starken Dosen Falten ergeben oder man müsste es so zurechtschneiden, dass man es aber auch sieht dann. Und Reißpapier kann man halt reißen und diese zwei, sage ich jetzt mal, die zwei Oberflächen, die gerissen sind, wenn man die dann wieder übereinander klebt, dann kann man das kaum erkennen, dass da irgendwo mal was gerissen wurde. Also für sämtliche Mixed-Media-Teile und für Layouts ist Reißpapier einfach wesentlich besser geeignet als Decoupage. Decoupage ist super geeignet, um Dosen, sage ich jetzt mal, komplett zu überziehen. Das ist dann wie, als wären die bedruckt, weil das so professionell ist super geeignet für Möbel komplett damit zu gestalten. Haben wir ja auch alles schon gemacht. Nur für so Layouts oder so Teile vom Decoupagepapier zu nehmen, dafür ist das effektiv etwas schwieriger. So, jetzt machen wir noch Gold hier drauf. Ich hoffe, dass damit die Frage ist geklärt. So. Ein bisschen wieder Pigmentfix und ein bisschen Gold. Das war auf jeden Fall schon mal zu viel. Aber egal. Ich sage gleich noch mal ein bisschen. So, jetzt noch mal die Zeit. Layout machen oder noch mal was mit Nautical machen? Ja, ich weiß nicht, brauchen auch eine Weile für das Layout, gell? Genau 20 Uhr. 20 Uhr. Nee, dann mache ich jetzt das Layout. Ich kann ja hinterher immer noch eine Karte hier mitmachen. Oder? Einverstanden? Ja, unbedingt. Ich rede eigentlich mit unseren Kunden. Ja, gerne. So. So. Was für einen Kleber benutze ich bei Decoupage? Den Decoupagekleber. Und zwar, wenn Sie hinter Glas oder auf Glas oder Plastik oder so arbeiten, ich drehe das jetzt mal rum, dann benutzen Sie den keramischen Kleber, Decoupagekleber keramisch. Wenn Sie normal arbeiten, dann den Seidenmatt. Kannst du den einblenden vielleicht, Benny? Geht das?
Decoupage müssten wir eigentlich haben. Sonst zeige ich den. Hier sieht man das unten am Rahmen jetzt auch gut mit diesem Farbunterschied, wo ich hier nochmal braun gemacht habe zum Fisch, zum Schiff. Und hier nochmal mehr grün passend zu diesem, sage ich jetzt, zu der Schatzkiste. Dass man sieht, wenn man das so hinterher macht, dann kann man auch so ein bisschen so diese Farbvarianten machen. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, was super wäre, glaube ich, weil ich hier diesen Rand ein bisschen sehe, man könnte jetzt hier, Entschuldigung, jetzt muss bitte einmal von oben, Benny. Jetzt mache ich hier. Der ist am ja, nee, ich würde jetzt hier nämlich gerne, weil das sähe jetzt gut aus hier. Genau. Hier hatte ich noch so ein bisschen so eine Lücke. Und die 3D-Pearls, ich finde, dass die total super aussehen zum Maritim. Auf diesen. So, jetzt drehe ich es wieder um. Oder? Ich meine, die passen da richtig hin, wenn man da sowas macht. Und da habe ich jetzt mit dem Heißkleber einfach gemacht und die da ein bisschen reingestreut. Und dann muss man die, ja, genau. So, einverstanden, dass ich switche zum Layout? Okay. Oder Sam, hast du das Papierset mal gerade? Komm, zeig mal. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen. Ich habe es gesehen schon. Ja, du, ich aber nicht. Komm, wir tauschen mal gerade. Wir tauschen mal gerade. Ah. 1, 2, 3. Nee, da waren es 5 Papiere. Ich glaube auch. Ja, hier fehlt ein Papier. Schön ist es. Okay, zeige ich es von hier. Ja, also, ist richtig schön. Ich muss selber mal gucken. Ja, soll ich zu dir zeigen? Nee, ich zeige es von oben. Ich will jetzt nicht. Ich will nicht. Oder? Kannst du nicht auf die mit der Kamera drauf gehen? Ich auch? Komm, ja. Immer wenn ich auf die Kamera gehe, Entschuldigung. willst du nicht mit mir arbeiten? Ich gehe jetzt nach. Ich finde das so schön, oder? Geh doch mal hier drauf. Auch diese Rahmen, aber hier. Ist schon schön, komm. Und dann auch der unten die Bordüren halt immer, genau, immer schöne Bordüren. Also aber da fehlt ein Papier. So, da, jetzt musst du wieder, ja genau, hier. Da diese schönen Heißluftballone, die nostalgischen, gell? Wann gibt es das Papier? Im Mai, allerdings bei HSE. So, und dann haben wir hier haben wir einen Oldtimer, ich zeige auch gleich warum. Hier haben wir diese Häuser und dann haben wir hier unten wieder Blumen. Das lädt ein zum Layouts machen. Sam, jetzt hättest du die Blumen zeigen können dafür. Welche Blumen? Die Papierblumen, die oben sind. Welche Papierblumen? Habe ich Papierblumen? Ja, wir haben hierzu Papierblumen. Da, einfach nur, auch hier unten, einfach nur toll. Gibt es dazu dazu sollte man ein Decoupage-Papier machen, Herr Geneiting. Tja, das war mein Vorschlag, aber... Wäre das nicht hier? Hier könnte man doch ein irres Deko... Oh, was hast du gemacht? Ich bin hier in Gold. Das teure Papier. In Gold. Jetzt ist die andere Seite voll mit Gold bestimmt. Ja, bestimmt hier, in Gold reingegangen. Nee. So, aber auch toll hier, und dann hier die. So, und warum wir das alles haben, sind natürlich, weil die gelaserten Elemente. Was ist mit den Tags? Die zeigen wir nicht. Nee. Aha. Hätte ich alles ja, gehen wir jetzt weiter zu dir? Ja. Ja, okay. Ich brauche aber... Mit dem Hintergrund, wenn es geht. Dann muss es hier von oben machen. Oder halt einfach das La Blanche-Ding davor. Was soll ich? Die Backing. Das Backing, das... Ja. So, okay. Ja. Perfekt, ganz toll. Also, die sind total schön. Und dann gibt es solche Rahmen
die unterschiedlichsten, ich mache es jetzt schneller, diese Häuser, dann gibt es diese kleinen Oldtimer, dann gibt es unendlich viele Papierblumen dazu, in allen Variationen. Ich muss jetzt schneller machen. So. Dann haben wir natürlich diese schönen... Eine Frage zum Papier. Kann ich... Hast du? Jetzt ist an, Benny. Kannst du hören? Hört man mich wieder? Wunderbar. So. Dann kurz eine Frage zum Papier. Ja. Kann ich darauf auch Klarlack verwenden? Natürlich, also das heißt nochmal lackieren. Wer das möchte, natürlich, ja, klar. So. Auf jetzt das normale Papier oder auf Reispapier und also auf beiden eigentlich. Egal, ob auf diesem Papier, ob auf Reispapier oder auch auf dem Decoupage, überall kann mit Klarlack gearbeitet werden. So, jetzt tue ich das alles ein bisschen mal gerade zur Seite, ganz kurz. Und ja, nicht so, dass wir hier keinen Platz hätten, gell? Da kommt das nächste, was wir hier vorbereitet haben. Und zwar haben wir unsere, das ist jetzt wieder so ein Art Panel mit gelben Sand angemalt. Das sind zwei von diesen Schildern, Reispapier oben drauf, schon die Seite gold gemacht, auch ein bisschen mit gelbem Sand angemalt. So, und die Idee war, das hier so auf das Art Panel zu fixieren und aber das Art Panel im Hintergrund genauso auf alt zu machen, wie wir diese Dosen gemacht haben. Dann würde ich dieses Ganze dreidimensional machen, das heißt, ich habe hier die Blüte wieder auf die Folie gemacht und setze das dann nachher da drauf und vielleicht auch noch ein bisschen so an den Seiten. So, beginnen tue ich mit den Transfers und jetzt ist es so, dass diese Transfers ausnahmsweise nicht so ordentlich aufgebracht werden sollen. Das heißt nicht perfekt, weil ich mache sie kaputt und möchte, dass sie auch kaputt werden. Und jetzt kann man sich überlegen, wo man anfängt. Also ich mache jetzt zum Beispiel hier und mache das jetzt einfach, dass der nicht so ordentlich ist. Ziehe das ab, setze das hier an, nehme jetzt mal gerade hier so, weil jetzt ist es egal, also wenn ich jetzt ein richtiges, ob das richtig sauber übertragen, na, das war ein bisschen zu wenig. So unordentlich nun auch nicht. Ja, so unordentlich ja. Genau, also nicht ordentlich. Das ist jetzt Sinn und Zweck, weil ich möchte, dass das kaputt aussieht. Und jetzt reibe ich das auch noch mal weg.
Ja, und jetzt habe ich nichts Ordentliches. Und das Ganze werde ich jetzt noch sogar mit einem Schleifpapier bearbeiten, damit ich das, kannst du mal, Ja. ja, muss man gerade, ich kann ja hier noch Reste vernehmen. Ja, jetzt ist es nicht mehr, hat es nicht mehr diesen Hochglanz, sondern es hat jetzt so ein bisschen so einen metallischen, kaputten Glanz, dadurch, dass ich es angeschliffen habe. Es ist jetzt nicht mehr dieses Folie, sondern jetzt hat es so ein bisschen mehr diesen metallischen Glanz. So, jetzt nehmen wir das nächste und machen das, wo haben wir die, eben hatten wir noch so eine Ecke hiervon. Ja. So, also jetzt geht es wirklich darum, es nicht ordentlich zu haben. Gell? Deswegen, normalerweise gehen wir ja immer mit einem Mikrofasertuch drüber. Das ist zum Beispiel jetzt schon wieder ein bisschen arg ordentlich, da muss ich hier ein bisschen mehr wegmachen. So. Kannst du da? Ja, genau, jetzt kann man das sehen, gell? Dass es ein bisschen auch weggeschliffen ist, dass es diesen kaputten Effekt hat. So, jetzt machen wir den nächsten. Frage, Ja, weiß man schon, was die neuen Motive bei den Moldformen sind? ja, natürlich, bei den Weihnachtsmoldformen. Natürlich weiß man das. Also, wir haben spezielle Ornamente, die man dann von oben und von unten auf Kugeln setzen kann. Das heißt, wenn man jetzt eine Styroporkugel oder zum Beispiel eine Acrylkugel macht, dann kann man diese Ornamente auf diese Kugeln von oben drüber machen und von unten drüber, sodass man so ein rundes Ornament hat. So, das, weil ich wollte so Kugeln machen, ich finde das immer so schön und es ist immer ein Problem, ein komplettes Ornament zu finden, wo das mit funktioniert hat oder was gepasst hat. So, dann haben wir ein großes Ornament noch, was man ebenfalls, also dafür natürlich auch für alles andere benutzen kann, aber was also ein bisschen in diese Richtung extra gemacht wurde. Und dann haben wir Weihnachtskugeln. Und die sehen sensationell aus. So, Sam, helf mir, wenn ich noch was vergessen habe. Weiß ich nicht. Du hast 3 Dinger beschrieben. Noch Ja. Nee. Ein großes Ornament, 2 kleinere Ornamente, die runden Ornamente und Weihnachtskugeln. Ja, genau. Ach, und die Swirls. Diesen Swirl. Habe ich mit Ornament beschrieben. Okay, dann ein Swirl-Ornament. So. Aber jetzt kommt erstmal Großmai. Also trauen Sie sich hier ruhig mit dem Schleifschwamm dran zu gehen, weil die sehen... Gibt es die Goldtransfers jetzt im Shop oder im Ja, Mai bei nein, HSE? nein, die gibt es jetzt im die Shop. sind jetzt im Shop. Im Angebot Und die sogar. sehen Hier. hier, gehst du drauf? Ich versuche, ja, die sehen so viel besser aus, wenn die nicht so volle Pulle glänzten, sondern die haben jetzt hier durch dieses Gesandete richtig so einen metallischen Look. Also es sieht einfach richtig toll aus. Jetzt muss man noch mal gucken, wenn man die beiden da dran, das fehlt hier noch, gell? Da sollte man hier auch noch machen. Wo bitte? Weg ist es. Da machen wir ich meine, die waren fortlaufend, gell? Kann ich das? Oh, das kriege ich irgendwie hin. Frage, was Ja? ist das für ein Untergrund? Das sind diese Art Panels, die wir haben, einfach mit gelbem Sand. Also nochmal hier,
diese Art Decor Pencil Softfarbe, gelben Sand. mit gelbem Sand angemalt. Jetzt kann man noch mal genau diesen Unterschied zeigen. Kannst du mal da drauf? Ja, so. Genau, jetzt sieht man es, glaube ich, perfekt. So, dieses hochglänzende wie Folie ist das, wenn das direkt aufgebracht ist. Und jetzt hier einmal angeschliffen hat es diesen metallischen Effekt, weil auch hier diese ganzen Spuren von dem Schleifschwamm ist. Also nicht dieses Wuffgold, sondern mehr so, jetzt sage ich jetzt mal, ein bisschen Distress Antike. Und ich gehe auch richtig da drüber. Und es kann auch ruhig ein bisschen kaputt sein dann. Gell? Also keine Angst, da richtig ein bisschen dran zu gehen. Jetzt noch mal gucken. Ja, jetzt fehlt nur noch hier ein bisschen was. Und dann haben wir schon genug da drauf. Kann man unten noch mal was. Da kann man natürlich auch gut, wenn man vielleicht so Reste hat, gut natürlich alle solche Reste noch benutzen, die man so hat. Das hier noch dazwischen. So. Ja. Okay, einmal ganz kurz hier ein bisschen das wegmachen alles. Und jetzt lasieren wir das Ganze. Und zwar mit der Zauberwaldgrün Lasur. Zauberwaldgrün Lasur und mit richtig Wasser. Und wir gehen da komplett drüber, gell? Frage, gibt Ja. es im Mai auch neue Molds oder nur an Weihnachten? Nein, nur noch jetzt erstmal nur an Weihnachten. Im Mai gibt es keine neuen Molds. Und am Weihnachten gibt es 3 neue, gell Sam? 3 sind es, oder? Wobei nur die Weihnachtskugeln wirklich rein weihnachtlich ist. Alle anderen kann man konstant durchbenutzen. 4 Moldformen. Sind es 4? Okay, dann Ja. haben wir 4. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Hast du doch gerade eben beschrieben. Ja. So, jetzt gehe ich nur mit Wasser drüber, um das noch ein bisschen flüssiger zu machen. Und jetzt kommt die alte Technik, dass wir das hier ein bisschen runterheben und auch halt, sage ich jetzt mal, stupfen und alles, um halt einfach das ein bisschen auf alt zu haben. Hier kann man gucken, zum Beispiel ich versuche immer, dass ich den Rand ein bisschen dunkler habe hier. Und dann in der Mitte etwas heller wieder. Hier muss noch ein bisschen mehr. Da ist es schön dunkel, aber hier ist zu wenig. Und da sieht man, da kann man auch einfach jetzt nur mal so diesen Rand malen und wenn man dann schon direkt mit so einem Tuch drüber geht, dann hat man eigentlich schon diese Struktur, die man haben will, damit das hier so auf alt aussieht. So, ich würde sagen, dass das schon reicht. Ja. Jetzt kann man das sehen, wie schön, also ich finde, das ist hier gerade das, nee, nochmal zurück von oben bitte. Hier, genau, hier kann man das, ich finde, es sieht das total genial aus, gell? Dieses, was man da für eine Wirkung bekommt, wenn man das Ganze halt nicht so Gold lässt, sondern wenn man das Ganze ein bisschen anpasst. So, wir werden aber gleich noch weiterarbeiten mit dem, deswegen ich will jetzt noch mal gucken. Das passt auf jeden Fall gut
Und jetzt räume ich das erstmal zur Seite und jetzt kümmern wir uns um die hier. Wenn wir das nachher aufgeklebt haben, werden wir hier nochmal einen dunklen Rand drum machen, damit das nochmal herauskommt. Hier haben wir ja jetzt schon ein bisschen dunkel, aber hier drum, das werden wir auch noch gleich machen. So, jetzt haben wir die hier und jetzt haben wir hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ach, das müsste auch so trocknen. Unterschiedlichen Möglichkeiten, was wir hiermit machen. Wir können jetzt das auch ein bisschen anmalen. Ja, ich bin am Überlegen, ob das für die Heizung anmalen. Wir können aber auch noch mal ein bisschen mit dem Reispapier arbeiten. Und das würde ich jetzt machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Decoupagekleber, bevor ich das hier alles mache, und werde jetzt hier einfach, ich habe hier einmal Reispapier ausgeschnitten auf Folie und ich habe hier nochmal Reispapier einfach nur ausgeschnitten, und zwar ist das von dem weißen Bogen ohne Folie. Und das ohne Folie, das kann ich jetzt natürlich hier noch ein bisschen mit benutzen, dass man das noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ich bin gerade am Überlegen, ob man dann hier unten nochmal so ein Teil macht oder ob man das komplett, ist ein bisschen zu schade, mache ich also ein bisschen kleinere. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an und setze noch ein paar Blätter drauf, weil ich würde nämlich hier gleich auch noch vielleicht mit den Goldtransfers arbeiten. Das heißt, ich setze jetzt hier einfach hier so noch ein paar Blätter drauf. Das heißt, dass ich irgendwie dieses Motiv einfach weitersetze. Blätter haben wir ja, wir haben ja auch noch kleine Röschen. Ich kann jetzt auch noch so kleine Röschen hier hinsetzen. Das kann ich nachher dann wegschleifen, damit ich hier diesen Rand wieder richtig habe, sobald das trocken ist. Genau, kann ich hier nochmal hinsetzen. Ich mache jetzt immer nur mit diesem Decoupagekleber hier so ein bisschen und dann wieder drüber. Aber nicht komplett. Hier diesen Rand schleife ich nachher mit einem Schleifmesser, mit einem Schleifschwamm ab, weil ich dann eigentlich diese bessere, sag ich ja, das sieht besser aus, bessere Möglichkeit habe, das zu entfernen. So, jetzt kann man hier noch so einen kleinen, das ist zum Beispiel auch ein Unterschied gegenüber dem Decoupagepapier. Reispapier, Decoupage jetzt in diese kleinen Sachen, das hätte jetzt in Wasser gelegt werden müssen. Das Reispapier muss nicht in Wasser gelegt werden, da kann man jetzt direkt hier so arbeiten. Da oben setze ich nochmal eine Rose drauf, weil ich das Loch nicht brauche und ich möchte, dass man das Loch auch nicht sieht. Nachher mache ich das alles so sauber weg. Jetzt kann man hier nochmal einfach mal so ein Blatt hier hin tun. Haben ja genügend Blätter auf diesem einen Bogen, ist ja alles drauf ohne Ende. So, dann kann man auch von der anderen Seite auch mal nur so. Ich versuche es immer ein bisschen von dem Rand wegzumachen. Gell? Und dann hier vielleicht noch eins und vielleicht noch eine kleine Rose, aber nicht so perfekt. Dann setzen wir hier eins an, dann haben wir hier noch so hier oben noch eine Rose an und noch ein Mini-Blättchen. Ja, genau, so. Ja, jetzt kannst du das rasch mal ein bisschen davor tun. Ich mache das andere noch, auch ein bisschen passend. Und dann kann man diese Rosen da abschleifen. So. Setzen wir das hier hin. Und wie hieß die Farbe nochmal? Zauberwaldgrün oder Magic, irgendwas meine ich. Magical Forest, ja, genau. Weil unter Zauberwaldgrün kommt es nicht.
So, hier oben haben wir genau das Gleiche. Auch hier wollen wir lieber eine Rose haben, statt, das ist zu klein, statt ein Loch. Oh, warum nicht? Setzen wir mal eine größere hier hin. Okay. Und dann hier nochmal ein paar Blätter und so. Wie sieht's aus? Kriege ich es wieder? Ja, ja, einmal gerade so. Ja, jetzt nehme ich den Schleifschwamm und einen etwas kräftigeren. Ah, war nicht trocken. Nee, nicht komplett. Aber fast. Ja, nee, wenn es nicht trocken ist, geht es nicht. Dann geht das hier wieder runter. Nee, das ist... ich guck mal. Ich halte es jetzt hier fest, aber das ist... Nee, das Reispapier muss trocken sein, damit man das so richtig... Ja. Also gucken Sie, dass Sie das trocken haben, wenn Sie das zu Hause machen. Weil wenn das nicht ganz trocken ist, kriegen Sie das auch nicht gut hier mit dem Schleifschwamm weggemacht. Da muss man, dann macht man es eher mit Wasser. Dass man hier diesen sauberen Rand hat. So, egal, ist okay, lassen wir das so. So, ich mache sowieso nachher noch ein bisschen, ich muss noch, ja, egal. Das Ding ist, dass ich jetzt natürlich gerne hier mit den Sprüchen noch ein bisschen drüber gehen würde. Und dafür müsste es eigentlich auch trocken sein, auch wenn wir die auch nicht ordentlich haben wollen, aber wenigstens so ein bisschen. Lassen wir mal gucken, was wir den hier können wir hier runtersetzen. Okay. Weil das wird ja nicht halten, wenn es nass ist, hält ja auch das auch nicht. Dann haben wir gar keine Chance mehr. Dann gucken wir mal. Versuchen wir es einfach. Oh ja. Okay. Und kann man das sehen? Ja, da kann man es sehen. Okay. Dann setzen wir hier ist noch zum Beispiel eine. Ja, ich muss jetzt. Da habe ich nur da die Ecke. Ja, ich muss jetzt gerade hier zu Ende machen. So. Ich kann ja noch trocknen. Jetzt lass mich. Ja, so. Hier haben wir noch so eine Nummer mit ein paar Punkten. Alles, was ich so finden kann, kommt jetzt hier so drauf. Müsste auch gar nicht, also immer, man kann auch mal eine Schrift so machen, gell? Eine Frage. Ja. Wird es mal eine Anleitung geben für die Rosen im Windlicht? Da hinten? Wie viel Uhr haben wir denn? 34, 20, 34. Das ist so einfach gemacht. Zeig von innen und erklär mal. Ja, das ist total simpel gemacht. Also, ja. Wenn ich dir eine Scheibe bringe, willst du das auf eine Scheibe kriegen? Ja, das ist das Gleiche wie, ja, bring mir eine Scheibe gerade, ja. Das ist ganz, ganz einfach gemacht. So, hier einmal ein Beispiel, hier habe ich zum Beispiel auch mal die Schrift so lang gesetzt, gell? So.
Was ich jetzt mache, ich lackiere das Ganze jetzt und dann würde ich die Seiten noch ein bisschen braun machen. Ich mache jetzt gerade erstmal, jetzt rennt mir ein bisschen die Zeit davon, das andere hier, weil ich wollte ja noch das Dreidimensionale machen. Jetzt setzen wir hier de Maison drauf. So, und unser Jean kommt jetzt hochkant hier drauf. Ich hoffe, dass es jetzt trocken ist, sonst kriegen wir nur ein paar Bruchstücke. Ja, egal. Und dann machen wir noch hier die Nummer. Ja, egal. Kriegen wir irgendwie hin. Ich brauche nur auch ein Stück Reispapier, gell? Die Rosen, die bei Marina sind die noch drin. Da ist noch auf jeden Fall eine Rose. Wo habe ich noch was? So. Hier setze ich das einfach hier so drauf. Komm. Egal. Ja. So. Und jetzt haben wir diese Rose hier und unser Teelicht. Wo ist mein Feuer? Da! Ah, da hinten. Mein Feuer. Ja, genau. So, ich weiß nicht, genau, jetzt sieht man das so. Jetzt machen wir das noch gerade so. Und bei diesen großen Blumen, wo habe ich denn jetzt mein Prägestift? Bei diesen großen Blumen hier, was ist jetzt los? Sind wir heute ein bisschen langsam? Nee, die Flamme ist ein bisschen klein. Sonst mache ich es mit dem Heißluftföhn. Also wenn man schneller arbeiten will und nicht das so gezielt haben will, kann man mit dem Heißluftföhn, ja, komm, geht schneller. Ja, genau. Was ich bei den Rosen gemacht habe, ist, dass ich sie, wie man es jetzt sieht, eigentlich nur so nach außen rund gemacht habe. Also gar nicht so dolle. Jetzt ist es ganz weich, ist ein bisschen durch den Heißluftföhn ein bisschen weicher. Jetzt kann man das noch ein bisschen so formen. Man kann natürlich hier innen reingehen, aber jetzt ist es, kann man das sehen? Ja, man kann das sehen. Es ist schön rund, so schön. Ja. Und jetzt kann man das entweder, welche Kamera? Genau, doch. Genau, entweder so aufsetzen, direkt so. Man kann aber auch, das habe ich auch bei manchen gemacht, wenn man will, ein bisschen hier ein bisschen braun machen. Nicht viel, ein bisschen, dann fällt das Ganze noch ein bisschen mehr auf, wenn man das so dreidimensional macht. So, jetzt kleben wir das auf. Ich klebe immer so mehr diese Ränder nur. Frage, ja. Gibt es irgendwann mal wieder die Glasfliesen? Ja, Sam, gibt es irgendwann wieder die Glasfliesen? Warum nicht? Ja. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Die wurden am Ende recht teuer. Ja, das war's. immer teurer und immer schwieriger dran zu kommen. Also deswegen, irgendwann haben wir gesagt, nee, das können wir nicht weitergeben. So funktioniert das nicht. Aber wir können uns das nochmal angucken. Das Problem war, dass wenn die Glasscheiben außen so, wie sagt man da, so geschliffen sind, dass sie nicht schneiden. So ein bisschen abgerundet. Genau, so abgerundet. Dann werden die direkt unheimlich teuer. Ja, und das war es halt. Und diese anderen Glasscheiben, wie man in diesen Wechselrahmen auch kriegt, die sind ja alle also roh außen, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind die auch so günstig. Und das Risiko war mir aber zu groß, dass sich jemand dann richtig daran schneidet. Was hat sie denn hier gemacht? So, ja,
Aber die beiden noch. Ein bisschen zu viel des Guten gemacht. So, hier ist zum Beispiel beim Schneiden, war da ein bisschen weiß und jetzt habe ich da einfach nochmal mit diesem Distress drüber gemacht und so. Und ich hebe das gleich nochmal hoch, weil das jetzt so ähnlich ist, dass man es kaum sieht, wenn da diese Blätter, aber dieses eine Blatt, da ist es doch, oder? Genau. Ist die Folie beim Reispapierset dabei? Weiß ich nicht, Sam? Ja. Ja, ist sie. Ist ja auch genauso groß jetzt wie der Reispapier selber. Also nur eine Folie und für ein Reispapier. So. Genau. Mai. Da gibt es die. Da gibt es Blumen direkt auf die Folie gedruckt, zum Ausschneiden, passend zu den Schrumpfbanderollen, richtig? Passend zu den... Oder zu den Wassertransfers. Reispapiere und Wassertransfers irgendwie, ja, genau. So, jetzt einmal, jetzt sieht man das hier, richtig, dass das dieses dreidimensionale ist, gell? Da. Das ist toll. Ja, jetzt sieht man das. So. Sieht toll aus. Das kommt gleich hier drauf, aber jetzt machen wir es noch ein bisschen grün oder braun. Drauf gemacht? Machen wir es grün oder braun? Grün machen wir das, gell? Das Gleiche. Eher grün, ja. Jetzt müssen wir das andere. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Oder ist es die? Ja. Das ist ja. Nee, da freue ich mich drauf, weil das mit der Folie, das ist das erste Mal, dass wir das da so machen. Und da hatte ich mir gedacht, wenn wir die Blumen aus der Schrumpfbanderolen und aus den Wassertransfers und so, wenn wir die dann alle auf die Folie machen und gerade bei den Schrumpfbanderolen, dann kann man ja super schön mit der Folie, wenn man die so warm macht und so dreidimensional macht, zum Beispiel wenn man so diese Gläser macht, oben diese Deckel machen oder auch noch die Blumen runterranken lassen. Also da kann man dann richtig, richtig viel machen. Das war der Hintergedanke dabei, dass wir da passende Sachen bekommen. Da sind, vier Bogen, gell, Sam, oder? 4 Bogen und die sind auch schon gestanzt. Genau, die sind ausgestanzt. Das sind dann 8 Bogen, glaube ich. Und 8 Bogen sogar, ausgestanzt und sind aber in dem Bogen, dass man die so rausdrücken kann. Ja, wann kriegen wir denn da die ersten Muster? Da. Soll ich die holen? Du hast sie nicht da. Er grinst sich einen zurecht hier. Wahnsinn! Hält alles geheim vor mir. Ist es denn nicht zu fassen? Nee, da freue ich mich richtig. Weil da kann man, glaube ich, ganz geniale Sachen dann machen. Weil man wirklich die absolut identischen Teile dann hat zu den Schrumpfbanderolen und was? Ich soll holen. Ja. So. Und jetzt fehlt nur noch der hier oben, gell? Ja. So. Was der Unterschied zwischen dem Heißkleber und der Kerze ist, bei dem Reispapier jetzt hier, ist einfach, heißt du vorhin, und der Kerze ist einfach, dass es auf Ihre Unterlage drauf ankommt. Wenn Sie da eine Unterlage haben, die anfängt zu kleben, das ist bei meiner hier, ich weiß gar nicht, was das hier ist, wenn ich ganz ehrlich bin,
Und dann bleibt mir manchmal das Reispapier hier drauf kleben. Das ist der Unterschied. Das habe ich nicht bei der Kerze, wenn ich nur von unten warm mache und das dann drehe. Also da bleibt Ihnen dann manchmal, dann wird das Reispapier so rau an der Oberfläche. Das ist eine gewisse Gefahr, die man hat, wenn man, wenn man das halt mit dem Heißluftföhn macht. Ich hoffe, man hat begriffen, was ich sagen wollte jetzt. Das war ein bisschen komisch, gell? Manchmal, das ist mir gerade so eingefallen, ich denke, ja. Ach so, nicht braun haben wir gesagt, gell? Oder doch braun? Ja, ich bin am Überlegen, wenn wir das jetzt hier drauf tun und wir machen das grün, dann sieht das ja genauso aus wie der Hintergrund. Dann mach's braun. Und das will ich ja nicht. Deswegen, ich glaube, ich mache das braun und ja, ich mache das braun und zwar mache ich das tatsächlich braun mit dieser Distress-Farbe und nicht mit einer Lasur. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ist dieses Brushed Corduroy, falls jemand das genauso nachmachen will. Das ist übrigens auch das, was auf, wo sind die Schilder? Auf den Schildern von den Maritimen drauf ist, wo die Schilder so richtig so braun an den Seiten ist. So, jetzt gehe ich hier so drüber. Das ist ja so eine ölige Tinte. Diese ganzen Distress-Farben sind ja so eine ölige Tinte, sodass man die auch sehr schön hier so ein bisschen wieder verreiben oder wegreiben kann oder mehr machen kann. Kann man das jetzt sehen? Ja, kann man sehen, gell? Dann kann man so ein bisschen halt typisches, wie wenn man Karten macht. Oh, das gefällt mir jetzt aber. Oder? So, jetzt sieht man auch schon den Unterschied, gell? Ja. Und gefällt es dir auch, Herr Gneiting? Ja, total. Ja? Bin begeistert. Oh, das war ein bisschen viel. Nee, mit Absicht so. So, haben wir das nach da, jetzt setzen wir das nach da. Mache ich jetzt auch gar nicht mehr so zimperlich. Ein bisschen mehr. Meine Flasche umgekippt hier. So. Ah, doch, das finde ich schon gut. So, und jetzt mache ich auch noch hier drüber. Dann habe ich nämlich hier auch diesen, sage ich jetzt mal, das wird ja jetzt ein bisschen fast orange, gell? Diesen Effekt, dass ich dieses Orange wieder bekomme hier. Welche braune Farbe war das nochmal? Brushed Corduroy, das ist Stempel, Distressfarbe. Das ist eigentlich Stempelfarbe. Ja. Jetzt habe ich das Ganze, diesen so einen ja, antikbraunen Effekt gegeben. So. So, und jetzt gehen wir noch mal hier um den Rand mit dem Zauberwaldgrün. Hast noch 10 Minuten. Ja, das schaffe ich. Ah, ich muss das Glas machen, gell? Ja. Ja, Und Karten wolltest ja, du ja, machen. ja, ja, ja. Ha? Und Karten wolltest du machen. Das ist der Herr.
Aber gesagt, wir können, wenn wir am Ende Zeit haben, können wir noch. Ja. Aber wir brauchen immer für Layouts länger. So. Ja, mache ich. Mache ich sofort. Ich versuche das noch ein bisschen ordentlicher hier zu machen. Aber zu dir oder wohin? Ja, jetzt sieht man den Unterschied. Da ist es dunkel außen, da ist es hell, da ist es dunkel außenrum. Und so seitlich kann man es auch gut sehen. Ja, hier sieht man das Dreidimensionale. So, jetzt machen wir die andere Seite noch rasch dunkel. Und dann machen wir noch das Glas, gell? Dass man, wie das aussieht. So, da müssen wir gerade ein bisschen. Ist eigentlich nur dahin malen und wieder wegwischen, damit das Dunkle hier in den Rändern bleibt. So. Wo gehst du hin? Okay. Ja, ich glaube, jetzt sieht man es gut, oder? Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht so. Und die Rosen kommen auch schön raus, finde ich. Die kommen richtig schön raus. Man sieht jetzt dieses Dreidimensionale hier. Sie sind hell und außenrum wird es dunkler und man hat diesen schönen Effekt von dem Gold. Okay? Ja. Tada! Ich gebe das einmal weiter. Und dann machen wir einmal, wo ist die Glasscheibe? So. Ah, Sam. Ja. Ja. So, okay. Also, das Papier, das natürlich jetzt passt so gar nicht. Ja, ist doch wahr. Ja, das geht doch nicht. Das ist doch. Ich gucke gerade, ob ich was anderes finde. Aber ich habe hier nichts. Ja. Also, das hier ist jetzt das große Papier. Und da hat man die Seiten, gerissen. Das heißt, wenn man Reispapier, macht man das erstmal mit dem Pinsel nass. Und dann reißt man das, damit man also keine gerade, saubere Linie hat, sondern dass man hier so eine kaputte Linie hat. Wenn man jetzt hier, wie man sieht, da ist die Linie, glaube ich, da, von beiden Seiten das dann übereinander klebt, dann kann man hier kaum was erkennen. Dann ist das nicht wie so ein Abschluss, sondern es geht in einem über. Oh. Und dann, also erstmal alle 4 Seiten mit einem Pinsel mit Wasser. Und dann halt reißen. Und hier brauchen Sie diese große Rose mal 2. Wenn Sie das kleine Gefäß da hinten machen, da haben Sie diese Rosen ja schon mal, die 2 kleinen. So, und dann mache ich das gerade weg, damit wir einen sauberen Hintergrund haben. So, und dann nehmen Sie, also denken Sie sich jetzt, dass diese Glasscheibe, dass dieses Glas hier wäre, das hier wäre, dann nehmen Sie den Decoupagekleber keramisch, Moment, den muss ich mir jetzt hier holen, auf dass ich ihn hier auch habe. Oh.
So. Dann nehmen Sie den Decoupagekleber keramisch und malen mit diesem Decoupagekleber das Glas von innen. Bitte mal, genau, das Glas von innen an, ja? Das heißt, Sie denken sich jetzt, dass das Glas hier von innen ist. Das Glas malen Sie von innen an mit einer, ja, so wie hier, halt eine deckende Schicht, aber es muss halt nicht dick sein, von dem keramischen Kleber. Und zwar hier Decoupagekleber. Du kippst aus. Ich lasse es mal, das kann ich ja hinterher wieder drüber machen. Das, was ich brauche, lasse ich mal. So, keramisch. So, dann nehmen Sie dieses Blatt. Und dieses Blatt wird dann von hier so von innen da reingeklebt. Also so wie ich das jetzt hier mache, das heißt, Sie kleben das mit dem Druck auf das Papier. So, und jetzt gehen Sie, und das ist wichtig, noch einmal mit dem Decoupagekleber keramisch von hinten darüber, damit es, kann man das hier erkennen hier innen, damit das von innen so transparent wird. Man sieht das ja jetzt hier bei mir auch, wenn ich hier drüber gehe, dann sieht man ja schon direkt, da wo ich jetzt, oh, hier ist auch alles voll, ich habe hier auch gekippt, heieiei, auch alles gekippt, damit das von hinten einfach auch damit komplett benetzt ist. So, und ruhig so dick wie hier. Und dann lassen Sie das Ganze richtig trocknen. Und zwar ist dieser Kleber keramisch ist wirklich so, sage ich jetzt mal, so gut, dass Sie jetzt das auch von hier richtig auch so, also auch da kann auch Wasser ran, da passiert nichts. Wir haben mal versucht, das wieder wegzunehmen. Ja, ich muss gerade noch föhnen, versuche das hier zu föhnen, damit das schneller, normal geht das relativ schnell, kriegt man das relativ schnell trocken. Ja, Sekunde. Ja, jetzt merkt man es schon. Ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber da jetzt sieht man wohl extrem, dass es transparent ist. Gell, mit dem, gell? Ja, kann man es erkennen. Das ist durch den Kleber wird es transparent. Würden Sie das jetzt hinter einem Glasteller machen, dann müssten Sie jetzt hier weiß dahinter malen. Gell? Kannst du mal bitte von oben nochmal machen, die Kamera? Ich glaube, da kann man das noch ein bisschen besser sehen. Ja, ich sehe es auf jeden Fall besser. Da, ja genau. Gell? Dann, weil jetzt ist es auf jeden Fall, man sieht ja meine Hand, den Schatten dahinter, jetzt ist es auf jeden Fall transparent. Wenn man jetzt eine Glasscheibe machen würde und wollte es nicht als Windlicht haben wie hier, muss jetzt da weiß dahinter, damit das wie hier richtig kräftig durchscheint. So, und schon wieder hänge ich in dem Kleber drin. Ich hoffe, ja, es ist der Wurm drin manchmal. Ich sage, es ist wirklich der Wurm drin. So. Ja, jetzt kommen die Gewinner, gell? Jetzt kommen die Gewinner. Ja. Okay, dann wünsche ich erstmal alle ein wunderschönes Osterfest. Auch eine tolle Kreativa. Ja, du. Und dann sehen wir uns am 15. April wieder. Okay. Was gibt es denn da Schönes, Herr Geneiting? Da gibt es die Moldformen. Na komm, Sam. Da gibt es die neuen Farben, da gibt es die neuen, doch von Dart, die neuen Ornamente von Dart. Ja, hoffentlich. Und neuen Antiking-Farben. Neue Antiking-Farben, die neuen Decosoft-Farben und neue Ornamente von Dart, richtig? Ja, doch, das war's. Ist in der Planung, ja. So, okay. Hasenmama mit Kuchen gehen an Herrn Manfred Stengel. Oh, mal ein Mann. Herzlichen Glückwunsch. Und an Frau Monika Binder auch. Hi. Herzlichen Glückwunsch. So, dann geht die Hasenmama mit Buch, geht an Frau Katrin Stüber. Herzlichen Glückwunsch. Und
an Annemarie Steinmüller. Herzlichen Glückwunsch. Müller steht hier. Steinkeller. Annemarie. Wer hat es geschrieben? Sie hat es falsch geschrieben. Also Entschuldigung an Frau Annemarie Steinkeller. So geht's dann, gell? Ist die Hasenmama mit Buch. So, alle Namen schreiben wir die nochmal rein, ja, werden nochmal reingeschrieben. Bitte dann mit uns kontaktieren, dass wir das zuschicken können. Ein frohes Osterfest, vielleicht ein paar sonnige Tage. Ich weiß nicht, ob Sie in Urlaub fahren oder ob Sie hier bleiben. Entspannt, dekorieren Sie schön. Und ich bedanke mich sehr für Ihre Treue. Und am 15. April sehen wir uns dann wieder mit jede Menge neuen Sachen, gehe ich mal davon aus. Und danach wissen wir auch, schätze ich mal, die korrekten Zeiten. Und dann kommt wieder alles in meinen Blog rein, alle Termine mit HSE und Co., wenn wir die definitiv haben. Und dann geht es auch schon los mit den ersten Livestream, mit den ersten Produkten, glaube ich, gell? Dass wir die der Reihe nach vorstellen. Vielen Dank und ciao, ciao. Musik